Wäre ich ein professioneller Fußballspieler, wäre ich ein Abenteurer, der die Welt bereist und verschiedene Kulturen erlebt. Leider war ich nicht talentiert genug, um es in den Profisport zu schaffen. Es gibt jedoch einige Spieler, die meinen persönlichen Fußballtraum leben. Einer dieser Spieler ist der niederländische Stürmer Silvano Convallas, geboren am 10. August 1987 in Amsterdam. Sein aktuelles Team ist Geelong International in der Singapore Premier League. Geelong ist nur eines von fast 20 Teams, für die Convallas bisher gespielt hat. Barry Maguire und Christopher van Housen sind zwei weitere Niederländer, die für Geelong spielen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Qualius 2 Spiele bestritten und ein Tor für das Team erzielt, das derzeit den 5. Platz in der Premier League von Singapur belegt. In seiner Jugend spielte er für eine Vielzahl niederländischer Teams, SA Dimema und IFC, 2 Amateurteams in Amsterdam, sowie die Jugendmannschaften von Ajax und FA Omniworld. Omniworld ist heute als Omnia City FC bekannt, ein ehrgeiziger Verein aus der wachsenden Stadt Almere, der um den Aufstieg in die Davis kämpft. Leider kam er zu keinem Einsatz im niederländischen Profifußball. Im Jahr 2008 wechselte er jedoch zum Amateurteam Quickby Boys, das damals in der 4. Liga der niederländischen Fußballpyramide spielte. Er brachte es auf nur einen einzigen Einsatz für das blau-weiße Team. Doch da sein Traum, Profifußballer zu werden, auf dem Spiel stand, beschloss Qualius, sich auf das ultimative Fußballabenteuer einzulassen. Und Anfang Januar war seine fußballerische Zeit in den Niederlanden beendet. Der 21-jährige Qualius unterschrieb bei den Hamon Spartans auf Malta. Er bestritt 13 Spiele für sie und erzielte 10 Tore. Obwohl das Team nur den 8. Platz belegte, sicherten ihm seine Tore einen Wechsel zu Becara, die die Saison 08/09 auf dem 3. Platz beendet hatten. Insgesamt spielte Qualius 30 Spiele für Becara, erzielte 15 Tore und beendete die Saison auf dem 2. Platz, einen Punkt hinter dem Meister Valletta. Ende August 2010 verließ Convallas das sonnige Malta und wechselte zu Stirling Albion nach Schottland. Stirling, die im echten Leben heute in der League 2 spielen, trat zum Zeitpunkt von Convallas Wechsel in der schottischen Championship an. Es war eine kurze und erfolglose Zeit für Convallas. Er kam auf 6 Ligaspiele und ein Pokalspiel und schoss während seiner Zeit in Schottland kein einziges Tor. Zum Glück für Qualius stand bald der nächste Wechsel an. Im Januar 2011 zog er weiter in den Ölstaat Kuwait. Sein neuer Verein Al-Salia, wenn ich es richtig ausspreche. Er bestritt 11 Spiele für sie und erzielte 6 Tore, doch im Sommer zog er erneut weiter und wechselte in ein anderes Land, diesmal nach Kasachstan. Er spielte nun für den kasachischen Verein Atyrau. Für dieses Team. Er absolvierte 16 Spiele und erzielte 8 Tore. Er wäre nicht der Fußballabenteurer Convallius, wenn er nicht schnell wieder weitergezogen wäre. Diesmal ging es für ihn nach China. Zum Start der chinesischen League One-Saison 2012. Er wechselte zu Fujian Smart Hero. Dieser Verein hat einige Namensänderungen durchlaufen und ist heute wohl am besten als Xinjiang Tianshan Leopard bekannt. Doch erst Anfang 2021 wurde der Verein in Changshu Mighty Lions umbenannt. Convallius spielte 27 Spiele für den Club in China und erzielte 9 Tore. Nach einer Saison in China, die er als Dritter beendete, verpasste er den Aufstieg knapp um einen Platz. Er verließ den Verein auf der Suche nach etwas Neuem. Die Suche nach einem neuen Verein dauerte 6 Monate. Das ist die längste Zeit, die er jemals benötigt hat, um einen Verein zu finden. Er unterschrieb beim deutschen Verein Eintracht Trier, der in der 4. deutschen Spielklasse der Regionalliga spielte. Der offizielle Name dieser Liga ist Regionalliga Südwest. Er spielte dort eine seiner bisher besten Saisons, erzielte 13 Tore und gab 10 Vorlagen in 34 Ligaspielen. Trier beendete die Saison 2013/2014 auf dem 6. Tabellenplatz. Diese herausragende Leistung erregte die Aufmerksamkeit eines großen und wahrscheinlich sehr berühmten Vereins, Dynamo Dresden, das aus der 2. Bundesliga abgestiegen war. Sie spielten nun also in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, der 3. Liga für Convallius. Dies war jedoch ein Aufstieg in eine höhere Liga. Während der Saison 2014/15 bestritt er 31 Spiele, erzielte 6 Tore und gab 3 Vorlagen. Das reichte jedoch nicht aus, damit Dresden direkt wieder in die 2. Bundesliga aufsteigen konnte. Leider mussten sie
eine weitere Saison in der dritten Liga spielen. Convalius blieb jedoch nicht mit Dresden in der dritten Liga. Stattdessen kehrte er in die Regionalliga Südwest zurück. Diesmal unterschrieb er bei Hessen Kassel, um die Saison 2015-16 erneut in dieser Liga zu spielen. Er bestritt 28 Spiele für sie, erzielte 8 Tore und gab 4 Vorlagen, was für Convalius keine schlechte Bilanz ist. Er spielte einmal gegen sein ehemaliges Team. Dieses Spiel ging mit 0:4 verloren. Eine herbe Niederlage gegen seine ehemaligen Teamkollegen. Das andere Spiel gegen seinen alten Verein in der Liga konnte er verletzungsbedingt nicht bestreiten. Hessen Kassel verlor auch dieses Spiel gegen Trier mit 0:2. Kassel beendete die Saison auf dem 8. Platz. Im Sommer 2016 schien Kajo genug von Deutschland zu haben, also zog er erneut um, diesmal in die Ukraine. Sein neuer Verein Stal Kamjanske. Diesen Verein gibt es leider nicht mehr. Sie wurden 2018 aufgelöst, aber in seiner Zeit absolvierte Qualius 19 Spiele für den Klub, davon 2 im Pokal. Er erzielte insgesamt 5 Tore und für den Verein war es eine ziemlich erfolgreiche Zeit in der ukrainischen Premier League. Sie belegten den 5. Platz und verpassten die europäischen Qualifikationsplätze um nur 1 Punkt. Qualius beendete die Saison 2016-17 jedoch nicht bei Stal Kamjanske. Im März 2017 wechselte er erneut nach Asien. Bali United nahm den Stürmer unter Vertrag und das Leben auf der indonesischen Partyinsel gilt als sehr angenehm, was man an Qualius' Leistungen in dieser Saison sehen konnte. Er bestritt 34 Ligaspiele und erzielte erstaunliche 37 Tore. Für Bali United reichte es am Ende leider nur für den 2. Platz, punktgleich mit Bayangkara FC, aber aufgrund der 2 Niederlagen im direkten Vergleich war es eine bittere Art, die Saison als Zweiter zu beenden. Während der Saison 2018 spielte er in Thailand für Suphanburi FC. Leider konnten seine großartigen Leistungen aus dem Vorjahr 2017 im Jahr 2018 nicht wiederholt werden. Er spielte 7 Spiele in der Saison, erzielte jedoch kein einziges Tor. Zu allem Übel kündigte der thailändische Verein im Sommer 2018 seinen Vertrag, sodass er sich erneut auf die Suche nach einem neuen Team machen musste. Für die Saison 2019 wechselte er wieder das Land, diesmal nach Malaysia. Sein neues Team war Kuala Lumpur FA. Er absolvierte jedoch nur 5 Spiele für sie und erzielte dabei ein Tor. Im April 2019 nutzte er jedoch die Gelegenheit, nach Indonesien zurückzukehren und unterschrieb bei Arema FC. In der Saison 2019 spielte er 27 Spiele und erzielte 5 Tore. Für die Saison 2020 sollte er an den indonesischen Erstligakonkurrenten Persipura Jayapura ausgeliehen werden. Seine Zeit dort wurde durch die Pandemie verkürzt, unter der wir alle bis heute leiden. Seit Beginn der Pandemie wurde die Ligasaison in Indonesien nicht mehr neu gestartet. Qualius und Arema FC, die noch unter Vertrag hatten, beschlossen, diesen im August 2020 aufzulösen. Dies gab Qualius die Chance, in ein weiteres Land zurückzukehren, in dem er bereits zuvor gespielt hatte. Diesmal kehrte er nach Malta zurück und unterschrieb bei Slima Wanderers. In der Saison 2020-21 absolvierte er 9 Spiele für das maltesische Team und erzielte 2 Tore. Derzeit belegt das Team den 5. Platz in der maltesischen Premier League. Sein altes Team, die Hung Spartans, sind derzeit Tabellenführer. Qualius wäre nicht er selbst, wenn er nicht bald wieder wechseln würde. Selbst während dieser globalen Pandemie findet er Wege, um die Welt zu reisen. Er spielt jetzt in Singapur für sein aktuelles Team Geelong International. Qualius' Karriere hat ihn rund um den ganzen Globus geführt. Mit seinen 33 Jahren hat er noch ein paar Jahre vor sich. Vielleicht. Und als Niederländer würde ich ihn nur zu gerne einmal in den Niederlanden spielen sehen, obwohl es mich nicht überraschen würde, wenn er nach Fidschi, Katar oder sogar Kirgisistan wechselt. Danke fürs Ansehen dieses Videos. Ich hoffe, in naher Zukunft weitere tiefgründige Fußballgeschichten über Spieler, Vereine, Derbys und Fans veröffentlichen zu können. Bitte abonniere den Kanal, wenn dir diese Inhalte gefallen. Und ich würde mich sehr über ein Gefällt mir für dieses Video freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.